Hallo Welt, da sind wir wieder. Eine Praktikantin soll es hier geben. Da drüben, 100 Meter entfernt nur von uns. Was ist denn das für ein Riesending? Roboter, und wir haben eine Roboterphobie. Und wir haben eine Roboterphobie. Eine Robophobie. Also sollten wir uns da ein bisschen vorbeischleichen. Also wenn ich mich recht erinnere, haben wir eine Robophobie. Wir kommen hier gar nicht vorbei. Irgendwas ist im Wege. Praktikantin, wir kommen. Schnall dich an, halt dich fest. Brühen Tee. Stell das Bier kalt. Wir sind gleich bei dir. Spreads. Spreads habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Die futtern... Ach, die hängen vielleicht in den Bäumen? Die futtern die Purple-Beeren. Aber warum sind wir so vorsichtig heute? Hier gibt's keine Spur, die hierher führt. Rizzo's would be remiss to fail to mention the Orchard Storage Warehouse. Without this impressive-looking building, there would simply be no orchards. Gaze in amazement at the impressive construction of the front door, the sleek roof and glittering piping, the lush walls keeping this gem hidden from the rest of the orchards. This warehouse is truly a wonder. One can only guess at the secrets contained within. Aha, haha, ja. Okay, ich glaube, wir müssen nicht mehr schleichen, oder? Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt schleichen. Wir sind doch die Inspektorin hier nebenher übrigens auch noch. Hallo, Anna. Anna Summers. Hey! Hey. Oh, wait. I'm supposed to say the slogan. Okay, you can do this, Anna. Here goes. It doesn't matter if you're you or me. We're all part of the Rizzo's family. How was that? About as good as any other slogan. Na, das ist schon in Ordnung. Ich glaube nicht, dass du dich damit blamieren wirst irgendwo. No jest? Well, that's a wager I sure would have lost. Guess even a busted spectrometer can be right if you hold it to the light, huh? I'm sure you've guessed it, but I'm not the best at remembering slogans. And when I can't remember them, I tend to just make them up. But I guess that's why I'm just an intern and not a full-timer. At least, not yet. Okay, hast du, erstmal, bevor wir da vielleicht nichts mehr fragen können, hast du irgendwo eine angeschlagene Schauspielerin rumlaufen sehen? Oh yes. I thought I saw someone who looked self-important enough to be her by the conservatory some time ago. Not to speak ill of the dead. I simply never liked the way she stole the limelight from the true star. Burbage 3001. Also, du bist ein Burbage-Fan? I certainly am. That aerodynamic chassis, how the light glints off his rotund head, the way he enunciates, cry havoc, and let loose the canids of war. Excuse me, I got a little lightheaded there. Nobody does Shakespeare like Burbage. What were we talking about? Und was ist mit Spencer Woolrich? Who? So ist der Showbiz. I suppose so. I also suppose Helen won't be stealing the limelight ever again. Oh.
Ich glaube nicht, dass ich schon mal eine Praktikantin getroffen habe. It's not so different from being a regular worker, just with less pay and less respect. Oh, it's also more dangerous than traditional employment. You don't have the experience to back up your work yet, but being fired isn't any less threatening. Work-wise, I do a bit of everything. The orchards have been short-staffed as long as I've been working here. So if there's an odd job around, it usually gets passed to me. Also wieso wird man Praktikant, wenn es risikoreicher als eine reguläre Anstellung ist? Much higher chance of promotion. If I can tough it out here without getting axed, I can skip the 5+ years of customer service I'd normally have to deal with. I can prove my merit here and move up in the world. And the sooner I do that, the sooner I can set to improving things for everyone else. Aha, hört sich merkwürdig an, aber irgendwie scheint da wohl was dran zu sein, wenn du das so sagst. Naja, Leuten zu helfen ist gefährlich. Der Vorstand mag keine Leute, die sich am Status quo zu schaffen machen. Mother did mention that from time to time, but she always kept me far away from her work. Who could complain about happier workers and higher profit gains? Also nehme ich mal an, dass du nicht vorhast, Praktikantin zu bleiben. Much as I love delivering coffee and medical attention, not quite, no. Don't tell anyone I said this, but I sometimes feel that our workers could be treated a little better. Maybe only get electrocuted awake every other day? So I'm shooting for administration in Rizzo's. Maybe even the board itself. Best way to evoke change is from the inside, I think. Na, wie hast du deine Position erhalten? Laws, you've got a sixth sense for finding the most embarrassing question, huh? My mother is the Rizzo's assistant vice president of flavor testing. She set me up with this position. Mostly to keep me from troubling her work, I think. Consequently, I don't always feel like I deserve to be here. All the more reason to work harder, I say. Na, dann habe ich erstmal genug gelernt. Happy to enlighten you on the fascinating world of internships. Let me know if there's anything I can help you with. Unless you already have, and I've forgotten. In which case, I probably won't forget a second time. Ja, du hast doch in den Obstgärten keinen Ärger gemacht, oder? What? No, that's ridiculous. I can't tell you I've never made any mistakes, but it'd be pretty hard to keep my job if I were trying to break everything. Though there was the time I tried to fix a broken hinge on one of our mosquito hives and released a swarm. Chased me around the orchards 3 times before I managed to get help. Also angesichts dieser zu Tode stechen Sache bist du ziemlich ungeschoren davongekommen, ha? Don't I know it? Worker friend of mine ran afoul of one of the swarms and had to get new kidneys. Not due to renal failure, but because the mosquitoes kept stinging his kidneys. Don't worry though, mosquitoes are typically only about when living folks aren't in the orchards. Wieso würde man all die Insekten überhaupt rauslassen? Mir scheint, es wäre besser, sie einfach auszulöschen. Naja, okay. Und was passiert, wenn die Wespmücken, während der Besucherzeiten ausfliegen? I am contractually obligated to tell you that mosquitoes never get out during visiting hours.
But when they do, the only way to get them to return is to go directly to Hive Control and activate emergency recall. Which isn't easy, considering all the hives near Control. But this is all a departure from what I wanted to say. I've been trying to help the orchards, not harm them. Hold a moment. You haven't found anything, have you? Ich habe so einiges gefunden. Ich habe viel mehr Fragen, als ich jetzt stellen kann, glaube ich. Ja, sie sollte einfach auspacken. Also das mit den Kammerjägereinheiten, da sind wir eigentlich noch dran. Das wollen wir eigentlich machen. Okay, wir fragen mal eins nach dem anderen. Das könnte lustig sein. Also anscheinend war eine Horde von unseren Kammerjägereinheiten auf dem Kriegspfad. Weißt du etwas darüber? Well, yes. The orchards are becoming overrun with pests. Usually we give workers handguns and tell them to go to town, which results in many injured workers and a few dead sprats. Our exterminator automax only kill mosquitoes, and even then, only if an exec somehow ended up in the orchards during a pollinization cycle. So I decided to do some reprogramming. The reprogramming was easy until I locked myself out of the terminal. Then, when I was running away from the bots, I dropped the terminal access card somewhere in the orchards. Oh. Also die Roboter haben auf alles geschossen, was größer als eine Wespmücke ist. Die Ziele hätten nicht rekalibriert werden dürfen. Believe me, I know that now. Guess I did sort of mess that one up. Da war auch so eine toxische Mischung aus Dünger und Unkrautvernichter auf einigen Purpleberry-Setzlingen. Hast du irgendetwas dazu beigetragen? Why should weed killer affect saplings? Weed killer. It's in the name. It should kill only weeds. That really seems like it's more on product design than on me. Also gut, also gut. Ich habe noch eine seltsame Substanz auf der Verarbeitungskonsole gefunden. Hast du damit auch was zu tun? Well, maybe. I might have had a supersized cup of mixed purpleberry punch and lemon slap that I might have knocked over when I was running routine diagnostics. Look, I know what you're thinking, but I have the proper permit to mix those drinks. I just left it in my other work uniform. I doubt it. I've used that exact same line. Hey, we have a lot of uniforms. It's hard keeping track of all your belongings. Also du machst dir mehr Sorgen über die Getränkemischung als die verschmorte Konsole? Product experimentation without an R&D license is even more severe than damage to company property. Wouldn't want anyone thinking I'm making black market mixed drinks. No. Also, jetzt sag schon, was ist los? Hast du sie umgebracht? But there's nothing to come clean about. I've just been doing my best out here. Na, ich glaube das nicht. Aber auf Wiedersehen. Tja. Ich glaube, sie war's. Jetzt traut sie sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Die hat sowieso irgendwie ganz komische Sachen gesagt, oder? Finde ich. Irgendwie war das doch merkwürdig.
Luxustreuer geben. Also, dann ist unsere Aufgabe die optionale. Wir haben die Praktikantin befragt, erfolgreich. Dann ist unsere Aufgabe immer noch, halte die Kammerjägereinheiten auf. Laut dem leitenden Obstgärtner hat Slug eine Reihe von Kammerjägereinheiten dazu gebracht, Amok zu laufen. Er möchte, dass du sie ausschaltest, aber du könntest sie auch jederzeit einfach zerstören. Was ist schon ein kleines zusätzliches Gemetzel? Na. Die letzte Person, die das Bedienterminal für die Kammerjägereinheiten benutzt hat, war Anna Summers. Ja, und ich dachte, wir hätten jetzt weitere Informationen erhalten. Haben wir aber. Die Zugangskarte haben wir erhalten zum Kammerjäger-Terminal. Das ist doch mal was. Dann holen wir die erst. Jo. Oh. I can take a hint. Zwei-Fuß-Robotereinheit. Der ist aber nicht gefährlich irgendwie. Wird uns hier zumindest nicht als gefährlich angezeigt. Dieser betrunkene Verwüster schon. Oh, er hat uns. Schnapp ihn hier. Oh, die sind schon zu zweit. Oh, wir haben alle auf uns aufmerksam gemacht. Fighting me. Gut gemacht. Wo ist denn jetzt diese Karte? Zugangskarte. Timeline discrepancy detected nearby. Ich war zuerst da. Ah, na endlich. Oh, hoppla. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Was ist denn hier überall rumgerannt überhaupt? Jetzt sind wir gerade mal hier. Timeline discrepancy detected nearby. Bits of wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a known ingredient of the dark matter product. Untersuchen wir mal das Ende des Schlägers. Vielleicht gehört das ja zu den Paarungsritualen der Oberschicht dazu. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick in two are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. That's how breakups go some of the time.
Or all of the time for some of us. Sure thing, Inspector. Na, dann nehmen wir das mal alles mit hier. Ah, die haben das sogar so schön gemacht hier mit Blüten und so. Sicherheitszugangskarte zu den RAFF-Laboren. Dies ist eine Zugangskarte zu den Laboren von Rizos Abteilung für Forschung und Fortschritt. Solltest du diesen Text an einem anderen Ort als den RAFF-Laboren lesen, bring die Karte bitte zu den RAF-Laboren zurück, um lediglich eine moderate Lohnstrafe und eine geringe Reduktion an funktionierenden Fingern zu erhalten. Darf ich nicht die Süßigkeiten? Wow, die haben aber gut gefeiert hier, ha? Was habt ihr denn hier geguckt? Darf ich nicht auch mal gucken? Das war ein ziemlich guter Anzug, oder? Den wir da jetzt gefunden haben. Ich glaube. Ja, ich glaube, der war's. Ziemlich gut und ja. Wir laufen da noch hin und dann sind wir aber auch schon wieder am Ende der Folge. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Ja, wir laufen jetzt genau falsch rum. Wir haben das hintere zuerst gefunden. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Okay. Wir haben ja erstmal was anderes vor. In der nächsten Folge werden wir die Robotereinheiten aufhalten, hoffentlich. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Oh yeah, that's funny. Wer hat denn das gesagt? Guck mal, was machen die denn da? Was machten die da? Was kommt denn da? Parasitenbrütling. Vielen Dank, aber nein, danke. So you happy? I can't breathe. I just want to be okay. Turn that sound upside down! Kill confirmed! Never felt so wanna be your friend! Never felt so damn good in my life. I'm not gonna let no one bring me down. I'll show you happiness. Get it off! Get it off! Oh yeah, that's funny. Get it off! Get it off! I wanted to make you smile. Real funny. Giving me the chuckles you are. Woo!
That's the last of Trying them. to make you smile. Ja, das ist aber trotzdem irgendwie ziemlich übertrieben, oder? Und vielleicht braucht man die Schnecken ja nur abzuschütteln und dann geht's denen schon besser vielleicht. Nun gut, wir sind aber am Ende der Folge und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.